Ja Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video und ich bin schon dezent nervös, Leute. Sorry dafür, aber wisst ihr, was passiert ist? Der Squid Game Wächter hat sich wieder bei mir gemeldet mit dem nächsten Squid Game Spiel und diesmal soll es angeblich die Dalgona Keks Challenge sein und ich muss einfach mal den Regenschirm schaffen. Jetzt versteht ihr auch wahrscheinlich, warum ich so nervös bin, weil es ist mit Abstand die schwerste Figur. Meint ihr, ich schaffe das, Leute? Ich habe echt Angst davor. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Der Regenschirm auch noch? Warum nicht die anderen Figuren? So Stern oder Kreis oder Dreieck oder irgendwas. Warum ausgerechnet der Regenschirm? Der macht das doch extra. Darf man nicht nochmal irgendwie abstimmen oder so? Was soll das? Ja, auf jeden Fall dachten auch ganz viele von euch, ich muss wahrscheinlich rotes Licht, grünes Licht machen. Vielleicht als nächstes, weil in der Box war auch noch diese Puppe hier. Und wisst ihr, was die machen kann? Die kann die originalen Sounds machen. Die dreht ihren Kopf, die kriegt rote Augen und hat einen Bewegungssensor. Also, meint ihr, das muss ich als nächstes spielen und schaffe ich das? Einfach mal alleine? Wo werde ich das spielen müssen? Leute, lasst unbedingt jetzt einen Daumen nach oben, damit ihr meint, ich muss das als nächstes spielen. Bei 11.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, dass es wahrscheinlich das nächste Spiel sein wird und ich das hoffentlich auch bestehen werde. Also drückt mir die Daumen, okay? Falls ich das spielen muss, drückt mir die Daumen, Leute. Ich zähle auf euch. Auch heute. Ich brauche eure Hilfe, auch wenn es im Nachhinein sein wird. Egal. Lasst unbedingt eure Supporter, Leute. Und ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen werde. Ich habe Angst. Also der Wächter wird wieder zu mir nach Hause kommen. Oder sollte ich ihm die Maske abreißen, Leute? Oh mein Gott. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich das versuchen soll. Einige von euch meinten, Becky, vielleicht steckt dahinter der Game Master? Meint ihr, soll ich ihm die Maske abreißen? Also, ich glaube eher weniger, weil er spielt nicht solche Spiele. Er spielt eher so Rätsel, nicht irgendwie solche Squid Game Spiele. Aber ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Also, er liebt ja Spiele, ne? Es würde auch ein bisschen Sinn machen. Schreibt unbedingt eure Theorien unten rein und falls ich das machen soll, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Dann mache ich das vielleicht beim nächsten Mal. Falls ich ihn sehe, einfach einen Moment abpassen. Ich hoffe nicht, dass gerade sieht, aber das wäre die Idee, Leute. Ja, jedenfalls bin ich froh aber, dass ich nicht diesen Mona Lisa Keks machen muss, weil das wäre richtig schlimm gewesen. Und das wurde mir auch einfach mal in die Box gelegt, beziehungsweise war in so einer Dose von der Dalgona Candy Challenge. Und ja, ich habe Angst gehabt, dass ich das machen muss, weil das wäre unmöglich. Sogar online strugglen die Leute, wenn die das machen müssen. Auf jeden Fall zum Glück nur der Regenschirm, aber es wird schwer. Es wird super schwer, weil unten ist halt dieser Henkel, dieser Griff da von dem Regenschirm und der ist so dünn und fein und der Keks ist echt dick normalerweise, dass es unfassbar schwer sein wird, das zu schaffen. Da ist ein Twist, Leute. Aber dazu jetzt, ich erkläre euch jetzt erst einmal, was die Dalgona Candy Challenge ist, für alle, die es nicht wissen. Ja, klären wir jetzt erstmal, was genau ist die Dalgona Keks Challenge. Für alle, die es nicht wissen, dieses Spiel wurde in Squid Game Staffel 1 gespielt und in Staffel 2 dachte der Spieler 456, dass sie es wieder spielen werden, weil er ja die ganzen Spiele schon gespielt hat. Da hat er unter anderem einen Albtraum gehabt von dieser Mona Lisa Form. Ich weiß nicht, warum sie so heißt, aber ich denke mal, weil sie halt unmöglich ist und so schwer gemacht. Aber zum Glück kam die nicht vor und die Keks-Challenge kam auch nicht vor. Er war mega überrascht, es kam stattdessen ein anderes Spiel. Aber wer weiß, ob das noch in Staffel 3 kommen wird, weil da kommen ja noch Spiele. Die Endszene hat es ja verraten, also kann sein, dass vielleicht doch noch die Keks-Challenge da stattfinden wird. Und vielleicht sogar dieser Keks da, wer weiß, ne? Das wäre ja voll der Mega-Plot-Twist noch. Egal, auf jeden Fall ist das eine Art, nicht wirklich Keks, ich finde Karamell eher in Keksform. Deswegen heißt es wahrscheinlich Keks, weil es so aussieht wie ein Keks, aber keiner isst. Auf jeden Fall wird der aus Zucker gemacht mit Backpulver. Backpulver angeblich, damit es nicht so bitter schmeckt, habe ich gehört. Aber ich habe schon mal diese Kekse gemacht. Jedenfalls habe ich die ganzen Zutaten auch in der Box gehabt. Das lässt du alles schmelzen zu einer Art Karamell. Dann kippst du es auf ein Backpapier, damit das halt nicht an deinem Tisch klebt oder sowas. Und dann drückst du es platt mit einem Topf oder mit einem Teller oder sowas. Und dann machst du eine Form rein, stichst sie so leicht rein, natürlich nicht komplett durch. Macht sonst keinen Sinn mit der Challenge. Dann wäre die ja schon fertig. Wäre eigentlich der perfekte Hack, ne? So tun, als ob so, ich weiß nicht, ob der Wächter das prüft oder so, ne? Durchstechen und dann so tun, als ob man so rumkratzt und so. In Wirklichkeit ist das schon... lassen wir es vielleicht lieber. Auf jeden Fall muss man die Form dann leicht reindrücken, sodass du das dann mit einer Nadel rauskratzen kannst oder irgendwas anderes. Du kannst alles Mögliche benutzen, um das irgendwie rauszukratzen. Du kannst auch brechen, aber da riskierst du halt natürlich auch, dass es kaputt geht. Beim Schirm geht es eher schlecht. Und der Keks ist ziemlich dick, Leute. Ich sag's euch. Ja, auf jeden Fall soll ich diese Form hier machen. Und das hier ist ja halt eher dünn.
Und das wird halt super schwer, auch hier. Normalerweise hat man 10 Minuten nämlich Zeit für diese Challenge. Du kannst es auch anlecken, das haben auch einige gemacht. Einige machen da auch so ihre Spucke rein, damit das so ein bisschen weicher wird. Ew, einfach ew. Aber dadurch geht es einfacher und schneller. Und der Keks ist halt ziemlich zerbrechlich. Deswegen halt super schwer. Es kann sein, dass plötzlich einfach die Mitte durchknackst. Und dann hast du verloren. Also, das ist richtig schwer, Leute. Also, der Keks ist nicht weich. Er ist wirklich super hart. Ja, da hast du das Gefühl, du kratzt am Glas rum oder sowas, ne? Weil es so zerbrechlich und so sensibel ist. Aber auch wieder so hart, dass du das nicht einfach so durchkratzen kannst mit einer Nadel so einfach. Also, ich weiß nicht, wie ich da vorgehen soll, Leute. Ich habe keine Ahnung. Zum Glück habe ich hier so eine einzelne Herdplatte. So ein Induktionsding. Und darauf tun wir jetzt den Topf. Und jetzt mache ich das irgendwie hier an. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe das noch nie benutzt. Hallo? Hallo? Wie geht das? Hallo? Geh doch an. Krieg ich dich an? Mann, ich habe noch einen Topf drauf. Leute, ich hab's anbekommen. Ist nur ein bisschen laut wegen dem Lüfter hier. Ich glaube, wir können schon mal das Zucker reintun. Und das kommt jetzt hier unten in den Topf rein. So, alles rein hier. Ich hoffe, es reicht. Wir kommen bestimmt gucken dir an. Passiert hier irgendwas? Schmilzt du? Ich habe jetzt was anderes gedrückt. Vielleicht funktioniert es dann. Oh mein Gott, der Zucker schmilzt. Der Zucker schmilzt, Leute, so langsam. Alter, Bastelstunde mit Becky, Alter. Nicht gut. Kochen mit Becky. Katastrophe, Leute, ehrlich. Wehe, das ist jetzt Fail und dauert verdammt lange. Wehe, das Ding geht gleich aus, ne? Dann bin ich sauer. Weil ich dachte, ich könnte mich hier so cool filmen. Weil unten ist es ein bisschen schwer in der Küche. Aber was ist das hier? Das wird doch niemals so funktionieren. Irgendwie schmilzt das immer kurz oder nicht? Was ist das denn? Ein Film mit Becky, Mann. Das ist immer so. Immer passiert irgendwas. Irgendwas geht schief. Ich kann sowas nicht. Ich habe hier nur Krümels. Aber wir geben nicht auf. Ich muss euch vorstellen, der Wächter würde kommen und ich mache das, wenn er erstmal angekommen ist. Der kann ja die Challenge nicht mit mir spielen. Aber dann würde er wahrscheinlich sagen, nee, dann spielen wir halt rotes Licht, grünes Licht. Bitte schmilzt doch, das ist so schwer. Neuer Versuch in einem anderen kleinen Topf in der Küche. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Weil bei den anderen, ich habe es einfach nicht hinbekommen, Leute. Das sah nämlich am Ende so aus und so sollte es nicht aussehen. Das sieht aus wie Popcorn. Ist aber keins, Leute. Das ist geschmolzener, bröseliger Zucker. Jetzt geht's so richtig los. Ja, Mann, jetzt müssen wir es immer mal wieder umrühren, damit das nicht anbrennt. Jetzt wird's endlich was und ich probiere stundenlang rumgefühlt. Aggressives Rühren. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit. Moment, das muss jetzt rein. So, ein bisschen. Ich gucke mal, ob das reicht. Das sieht schon nach Dalgona aus, Leute. Seht ihr das? So, Leute, mein Keks ist hier. Einer, der verdammt gut geworden ist. Leute, ich will keine Zeit mehr zu üben. Der müsste jeden Augenblick wieder kommen. Es ist echt knapp geworden, Mann. Nein! Ich muss jetzt echt auf gut Glück das Ganze probieren. Wie kriege ich diesen Regenschirm da raus? Das nächste Spiel heißt Dalgona. Löse die Figur aus dem Keks. Du hast den Regenschirm. Bestehst du, kommst du weiter. Verlierst du, bist du disqualifiziert und etwas wird gelöscht. Leute, es geht los! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Zeit läuft. Die Zeit läuft, Leute. Oh mein Gott. Oh! Es ging von selber. Aber man sieht noch die Spitze. Die ist nicht abgebrochen, okay? Ich muss ganz vorsichtig sein. Wie ist das denn jetzt passiert, Leute? Nein! Du musst doch nicht mal kratzen. Hier unten. Nee, schaffe ich niemals. Das ist so wie Glas. Oh mein Gott. Vielleicht so. Ich habe noch Zeit, ne? Vielleicht schaffe ich das. Leute, ich glaube, ich habe eine Taktik. Oh, oh. Okay, nee. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wie mache ich das? Andere haben das so angeleckt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Nein, nein, nein. Ich habe Angst, dass es zerbricht. Wie soll man kratzen? Das ist doch unmöglich. Wie viel Zeit habe ich? Oh mein Gott. Okay. Wie mache ich das jetzt? Soll ich das so eine Art stanzen? Aber ich habe Angst, dass es kaputt geht.
Nein! Eliminated. Ich hab verloren! Nein! Nein! Kein Wunder, warum keiner den Regenschirm will. Warum hat er mir das angetan? Nicht bestanden. Es wird nun etwas von deinem Kanal gelöscht. Das nächste Mal solltest du besser vorbereitet sein. Wenn du das richtige Passwort hast, kannst du beim nächsten Mal die Spiele beenden.